So, meine lieben Gaming-Freunde, wir sind jetzt hier in der zweiten Mission bei Hitman 3. Ja, Todesfall in der Familie steht ja hier gerade, ne? Ich würde sagen, wir gehen rein. Mein Name ist Big Chris, euer Lieblingsgamer. Und ja, was soll ich sagen? Bin begeistert von dem Spiel, habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, es geht los. She came home. Carliyles lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Ja, das war doch mal wieder ein spektakuläres Intro, wa? Muss man wirklich mal so klar sagen. Verstehe mal nicht, was das hier mit der Planung auf sich hat. Ich meine, was soll ich denn hier anders planen? Na, hier vielleicht, wa? Oder wie? Hier, was soll... Oh, Dietrich. Kann ich einen Dietrich mitnehmen? Tatsächlich. Na, dann machen wir das doch, wa? Okay, was haben wir hier? Schmuggelobjekt. Hier, Klavierseite. Ja, ist ganz gut. Was ist das denn hier? Schneekugel? Ist gut für Nahkampf. Da bin ich mal gespannt. So, los geht's. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Okay. Mann. Das erinnert schon ein bisschen hier an Miss Marple, finde ich, wa? So für die Älteren unter euch. So wie meine Wenigkeit das ebenso ist.
Oder Knives Out. Knives Out mit Daniel Craig, dem ehemaligen, muss man ja jetzt mittlerweile sagen, James Bond. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Ein berühmter Privatdetektiv, den Alexa Carlyle hergerufen hat, ist in Thornbridge Manor eingetroffen. Wenn sie seinen Platz einnehmen würden, könnten sie dicht an Madame Carlyle herankommen. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Ach so, sie liest das nochmal selbst vor, na gut. Da sind auch noch Polizisten. Da ist ein Gärtner. Hier hoch. Na? Was macht er da? Oh. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? If you follow me. Aha. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen a place guarded like this, and I dare say I don't like it. Ei, ei, ei. Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just This thanked is what me. I mean. And she understood You have the to be position. patted I Look down at- was before you in. see Madame We Carlyle had a really good inside. talk about it. Oh, I could just Oh, what did I cry. tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex Muss was es like irgendwie manipulation reinkommen. 101. I know. So, I just need to check. That's a bit I excessive, thought I she was think, gonna read into considering them the and fact freak that I've out. spotted no less than Say 2 I'm routes to get redundant. inside the house unseen. We know what we're doing, so don't worry about that. Okay. Habe ich schon gesehen. Du Scheiße. Hier ist er doch. Oh, gut bewacht. Das ist wirklich gut bewacht. Ach du Scheiße. Der kommt her, der kommt her. Was eine Möglichkeit. Den schnappen wir uns gleich. Ja, das passt ja. Das passt ja richtig gut. Oh, mein Herz. Ist da noch irgendwas? Oh, schöne Waffen. Hier. Ah, hier kannst du auch noch irgendwas stecken. Oh, ich würde sagen, wir machen erstmal alles hier unten, wa? Obwohl, wir gehen jetzt erstmal hier. Zu wem müssen wir denn hier hin? Hier. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London.
Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Guckt euch mal das Anwesen an. Gemälde, Hirschgeweihe. Boah. I feel Gold. obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Hier, Porzellanfiguren. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Okay. Der hat sich A umgebracht, locked oder was? room murder, Mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Du Scheiße. Ist hier irgendwas? Hier, verstecken. Oh, mehr nicht. Oh, hier liegt was. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Mit anderen Schriftstücken abgleichen. Hier liegt. Ach, da liegt er. Okay. Das war sein Abschiedsbrief. Sehen wir an sein Laptop. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ein Laptop aus Zachary Carlyle Schlafzimmer, laut dem Zachary sich letzte Nacht neue Gummistiefel gekauft hat. Oh Gott. Hier liegt er. Okay, Messer. Hat sie noch was zu essen gemacht? Okay. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Auch noch. Ist hier noch irgendwas? Na los. Okay, ausrichten. Und nu. Was? Ziele, LT die Kamera auf den Körper, um sie zu scannen. Hä? Was soll ich scannen? Das ist Zoom. Ja, nu? Ach so. Verschiedene Filter. Ist ja geil. Hä? Versteh ich nicht. Ziele LT die Kamera auf den Körper, um ihn zu scannen. Dann mach ich doch. Och
Ach Mensch, was ist denn hier sein Problem? Ah, jetzt macht das. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Ach du Scheiße. Guck mal hier. Das ist ja wirklich wie im Film. A hidden door. Oh. It's a Schönes Raum. secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Oh, schick, schick. Guck mal hier eine Uhr. Kannst du spionieren? Aha. Guck dich mal die Bilder an da. Der Hirschkopf, geil. Das bringt da ja nichts. Da vorne ist was. Oh, hier liegt auch was. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Aha. Aber hier war doch noch was. Irgendwas habe ich hier noch vergessen. Hier geht's doch noch weiter. Ach so. Das ist ein Spiegel. Na gut, na dann bin ich doch fertig. Ja, gut. Na dann können wir ja hier hingehen. Hier, habe ich nämlich schon gesehen. So, ich will jetzt aber erstmal hier unten ein bisschen weiter gucken. Oh. Na, ich bin da noch unten gar nicht. Ach nee, ich bin oben. Guck mal, was liegt denn hier? Eine Zeitung. Why don't we get any kind of explanation? Das ist die It's bloody Familie. rude, that's what it is. Making us Ist da mal come ein here to Anwesen play hier? funeral and then show up like nothing's the least bit strange. Don't get your knickers all twisted. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. Oh ja. Okay, kannst du einen verstecken. Da ist eine Büste. Okay, ich würde gerne erstmal wieder nach unten gehen. Okay, hier habe ich ja jetzt alles, wa? So. Ach du Scheiße. How are you today, sir? Danke, gut. Jetzt bin ich hier. Badezimmer. Was ist das denn? Rasiermesser. Mhm. Tja, nicht viel. Ah, das fällt auf. Aha, aha, aha. Oh. Hier, jetzt auf dem Balkon. Steht doch einer. Die soll mal abhauen da. Guck mal, was ist denn hier? Also hier bin ich eigentlich sehr sicher, so wie es aussieht. Mit der Verkleidung. Was ist das denn? Ach, ein Brieföffner. Just remembered, I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find in the graveyard. Ui. Now? A good idea. Yes. How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around here, Mr. Patrick. Don't worry about me. Jetzt sind sie in der Bibliothek, oder was? Mr. Patrick,
Can I do anything for you? Yes, actually. Could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. Perhaps a brisk walk in the garden would do you good. I said speed up time, not my passing. Oh, just go away, will you? Of course, sir. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Creepy old git. Did you want to check on that undertaker in charge of the funeral? I got word he's upset with Madame Carlyle. Everything's in order. Ich glaube, hier oben habe ich jetzt alles, wa? Okay, jetzt sind wir hier ein bisschen weiter. Müsste ich eigentlich alles haben. Er kann natürlich auch klettern, ist ja klar. Oh. Müsste ich wieder aufbrechen. Staubwedel. Ja, da kann ich mich ja bestimmt als Butler verkleiden, ne? Oder hier als, nicht Butler, als Hauskraft. So, wir gucken mal noch mal kurz hier, weil hier bin ich glaube ich hergekommen, war. War das nicht so? Ja. Geheimnisvoller Schalter. Aha, okay. Darf ich hier rein? Hey. Nee, da war ja das komische Zimmer, ne? Irgendwas? Ne, gut. Die Etage ist also vorüber. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter zu dem Typen. Da war eigentlich alles, oder? Ich würde sagen, ja. Genau, da war ich gerade. Ich bin ja jetzt einfach rum. Gut. Puh. Dann gehen wir mal runter. Finden Sie die Fallakte. Müssen wir auch noch hinbekommen. Ui. Was sind wir hier? Ach, hier. Das. Gutenberg, hello. Yeah, listen. No, listen. I understand, but you need to talk to Anthony about that. Calm down. Yes, I understand. I'm sure we can come to some arrangement, but you really need to talk to Anthony. He's the man with the papers. Listen, you know who I am, who my grandmother is. Well, get back to you later. On top of things, Elaine? Sure am, Mr. Fernsby. Coming along just fine. I trust Mr. Patrick is not interfering with your work. We need everything ready for tomorrow. He's just bored, I think. I can work while we talk. Just leave it at talking, Elaine. Mr. Patrick is not acquainted with how things are done here. I'm fine. Thanks for checking in. Ne, ich will erstmal hier unten alles ein bisschen absuchen. May I get you anything, Mr. Patrick? Privacy? Maybe stop keeping an eye on me? Who put you up to this? Mother? Just doing my rounds. Right. God, I hate this place. I totally get why Zachary's such a weirdo. I'm losing it, and I only arrived yesterday. He didn't leave Thornbridge for 50 years. I'd prefer it if you didn't speak ill of the dead, Mr. Patrick. Yeah, well, if there's nothing good to say. Then you should hold your tongue. Na? Geh da gleich hin. Lass mal hier Badezimmer gucken. Ui, kriegt man hier Seife? Nein! Die will ich nehmen. Können die da irgendwie ausrutschen oder so? Okay, hier ist Badezimmer.
Bin immer so neugierig. Okay, hier jetzt raus, wa? Patrick token to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. Marker für Rebecca und Mr. Fensby. Den Leibwächtern zufolge haben Rebecca und Carlyle und Mr. Fensby, der Butler, je einen Marker der Milton Fitzpatrick Bank erhalten. Was ist denn ein Marker? Also ein Stift oder was? Gemeinsam gewähren die Marker jedem Zugriff auf ein Schließfach. Ah, dass er wohl eine Kopie der Fallakte zu Arthur Edwards enthalten könnte. Ach was. Guck mal an. Okay. Was bin ich denn jetzt hier eigentlich? Was ist das denn hier? Leichenwagenschlüssel. Oh Gott. Ist auch eklig, wa? Was ist das denn hier? Knarre? Oder wollen wir erstmal draußen alles erledigen? Weil wir fallen ja hier wirklich gar nicht auf. Das ist natürlich sehr gut, ne? Guck mal, da ist so ein Gewächshaus. Hier liegt auch irgendwas. Eine Grabgabel, habe ich noch nie gehört. Das ist eine Grabgabel. Okay, hier kann ich hoch. Ich will jetzt erstmal hier außen gucken. Aha, okay. Ja, wir wollen nicht verdächtig rüberkommen. Da ist irgendein Friedhof oder sowas. Oh, hier kannst du was anstellen, okay. Ey, sag mal, wie weit geht das hier? Oh. Hier ist der Gartenschlauch, okay. Ja, gehen wir kurz hier hoch. Und von da bin ich ja gerade gekommen. Das ist der Leichenwagen. Wir gehen mal hier einmal rum. Ja, das ist hier irgendein Friedhof. Okay, da ist auch irgendwas. Security detail at the funeral tomorrow. That'll be a first. Wer quatscht denn hier? It's not funny at all. Something bad must have happened for Madame Carlyle to pull at stuff like this. She's a great woman. Tough, strong, intelligent. Someone you can really admire. Sure, but you must admit it will be awkward. Her family has to pretend she's really dead, and all the attendees will think she is. And from the looks of it, I doubt that the Undertaker can keep his temper under control. He didn't know it was all fake, and now he's having a meltdown. Okay, ich habe gedacht, das ist irgendwas Sinnvolles, deshalb bin ich immer stehen geblieben. Schicke Autos. Are you guys planning to give the whole grounds an overhaul? Yes, there's so much to do before the funeral tomorrow. And the woman isn't even dead. It's too bad we're not allowed to tell. That would make a great story at the pub tonight. Oh, don't say that. Don't even think it, Matt. Guck mal, hier ist doch der Eingang da vorne, ne? Ja. Okay, jetzt bin ich einmal rumgegangen. Hä? Hier kann ich ein Horn mitnehmen oder was?
Das fällt ja wohl richtig auf, oder was? Aber ich werde das Gefühl nicht los. Man hat doch da im Intro irgendwie einen Scharfschützen gesehen, oder nicht? Dass hier irgendwo ganz weit hinten noch einer steht. Na, hier sind die. Ist da irgendwas? Kann man da irgendwen sehen? Eigentlich nicht, wa? Gucken wir mal. Ob man hier überhaupt langlaufen kann. Ne. Geht nämlich schon ja nicht. Hier habe ich angefangen. Da hinten habe ich angefangen, so. Gehen wir mal hier gucken. Hier ist ein Gärtner. Kann ich hier rüber? Ne, auch nicht. Ne, kann ich nicht rüber. Glad I wasn't in when Madame Carlyle showed up this morning. I'm sure my heart would have jumped right out of my chest. I can believe that. What a surprise it was. And her funeral tomorrow is still going ahead, even though she's still alive. Guests, coffin, priest and all. She never was a simple woman. And Zachary found dead, really dead. Not like Madame Carlyle. It all makes my head spin. Okay, wir unterhalten sich hier mal. Ich denke mal, das ist dann was für mich, aber was ich hören kann. Anscheinend ja nicht. Guck mal, hier ist eine Hake. Kann ich wieder irgendwas machen? Da ist eine Axt. Da liegt auch irgendwas. Münzen. Kann ich auch nicht rüber, ja. Oh, hier ist aber ein Shot los, ey. Ein Stück Holz, oder was ist das? Tatsächlich. Hier kann ich rüber. Hey, Missionsgebiet verlassen? Nein. Wollen wir nicht. Ich bin ja wieder irgendwann rum, wa? Ja. Guck mal, hier ist eine Axt. Hier irgendwas? Spaten? Oh, hier, Rattengift. Sehe ich schon. Was ist das denn hier? A safe in Madame Carlyle's office. Aha. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Kick mal. Ah, das lohnt sich schon. Hier rumziehen. Okay. Da ist wieder so ein komischer Horn. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Okay, denkwürdiger Tag. Aber nee, ich will ja das andere jetzt machen. Ich hoffe, das verschwindet denn hier soweit. Das will ich machen. Hä? Kann ich gar nicht machen? Ja. Okay, dann gehen wir mal jetzt rein und machen den Butler hier.
das hier? Eine Zigarrenkiste. Oh, guck mal hier. Kann ich vergiften, wa? Was ist das denn? Eine Glocke? Glocke läuten, warum das? So, wenn ich mich hier verkleidet habe, ja? Looking good, man. Danke. Looking good. Vergiften. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich so ja genau darin gegangen, wo ich noch nicht gewesen bin. Hier Staubwedel. Ui. Hoppala, Entschuldigung. Da kann ich hier machen. Hier, vergiften, wa? Eine Büste nehmen. Maori-Paddel. Ach du Scheiße. Okay, wir gehen erstmal zum Butler. Was haben wir hier alles? Okay, das ist hier wirklich ein separater Raum, ja? Oder kann ich auch hier nach draußen gehen? Vor allem, ey, was hat die hier für Tiere drin? Das ist doch mal ein Glassturz, oder? Wow. Achso, jetzt bin ich ja wieder hier. Okay. Gut. Glocke läuten. Oh, wir gehen jetzt mal zu den Typen. Ja, hier war ich schon. Und ey, das war wirklich genau da, wo ich hin musste. Was ich noch nicht hatte. Hier ist er. Hier bin ich. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. Ich hab mal Alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Zimmer von Rebecca. Das Schlafzimmer, in dem Rebecca Carlyle untergebracht ist. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage des Herrenhauses in Richtung des Parkplatzes. Okay, also da soll ich jetzt hingehen, ja. Das war irgendein Kind gewesen, Enkel oder was weiß ich. Oh, was ist das denn hier? So, ist wieder so ein Puschel, wa? Hey, so ein how you doing? Staubwedel. Guten Tag. Mittlere Etage. Ich bin ja ganz unten, ne? Logischerweise. Okay. Na, dann gehen wir mal zur mittleren Etage. Guten Tag. Ihr seid aber schwer bewaffnet. Was zum Parkplatz raus? Have you ever fallen in love with someone you were hired to protect? Like Die sind wieder am Flirten hier.
würde da mal gerne in das Zimmer rein. Irgendwie ist sie immer hier am Start. Eine Zeitung. Hier ist der komische Knopf. I received the vault token for the Milton Fitzpatrick London Bank. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows? She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Carlyle hat eine Kopie der Vererbte von Arthur Edwards in einem Schließfach in der Londoner Zweigstelle der Milton Fitzpatrick Bank verwahrt. Man erhält Zugriff auf das Schließfach, dem man 2 Marker vorweist, die sich derzeit im Besitz von Alexas Tochter Rebecca und Mr. Fernsby, dem Butler, befinden. Okay. Ich würde sagen, die muss ich denn ausschalten, ja? For centuries the Carlyles have fought to prosper, all of us alone. If we could only unite across time, we could crush them all. Das ist ja hier die mittlere Etage, oder nicht? Okay, das sind Badezimmer. That is the door to Rebecca's room. Die hier, oder was? Da sieht er mich doch. Da sieht er mich, wenn ich das aufbreche. Oder was? Na, mal gucken, ob die Ablenkung gelingt. Kommt jetzt einer? Sieht nicht so aus, wa? Oder doch? Nee. Warum kommt denn hier keiner? Guck mal hier, wie es hier aussieht. Hallo. Das ist ja scheiße. Das ist schlecht. Okay, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme von außen in das Fenster. Wäre natürlich super. Jawohl. Brauche ich das nicht aufbrechen. Ja, weiter. Nee, geh mal rein da. So, das ist das Zimmer, ne? Von Rebecca, oder? Ah, Laptop. Was doch sonst? Hier irgendwas? Da, das Gemälde, okay. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay. Rebecca's Laptop, Mr. Fernsby, Zimmer Emma und Gregory, in dem Emma und Gregory untergebracht sind. Das Zimmer liegt auf dem mittleren Etage Richtung Friedhof. Okay. Na komm, gehen wir mal hier ran. Ey, sag mal, die haben hier alle Geheimtüren oder was? Psayari. Guck mal hier. Kannst du schon wieder spionieren. Okay. Hier auch. HTC Depot Number 5085.
No, I need it immediately. Yes, I'll hold. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. Kick mal. Okay. Balla. Ist das hier nicht das Zimmer von dem komischen Typen? Von dem Butler? Hä? Kurz gucken. Informationen. Quittung, Tresorreparatur. Für die Reparatur des Tresors in Alexa Carl, also direkt bei ihr. Der Tresor könnte Carliyles Feierakte, okay. Kopie der Feierakte habe ich gerade gehabt. Marker von Rebecca Mr. Fernsby. Das habe ich gemacht. Das älteste Kind ist des Mordes an Zachary verdächtig. Den habe ich noch nie gesehen. Oder war der das bei den Vögeln da unten? Das mittlere Kind von Alexa ist des Mordes verdächtig. Das jüngste Kind von Alexa ist des Mordes verdächtig. Was heißt das hier? Alibi bestätigt. Ehefrau? Patrick? Und Mr. Fernsby ist befragt worden. Hat offen klargestellt, dass er letzte Nacht in seinem Büro gearbeitet, somit kein Alibi hat. Aha, okay. Junge. Zacharys Abschiedsbrief. Genau. Geheimkammer. Lageplan des Herren Lageplan Thornbridge Manor, das mehrere Geheimkammern und Gänge zeigt, von denen einer mit Zachary Carliyles Schlafzimmer verbunden ist. Hier. Schlafzimmer. Ne, da war ich noch nicht. 0 von 4 Hinweise gefunden, okay. In dem Emma und Gregory Carlyle untergebracht sind. Richtung Friedhof. Hier, 1 von 2. Rebecca Carlyle untergebracht. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage. Richtung Parkplatz. Was, da habe ich nur 1 von 2 gefunden? Hä? Zimmer von Rebecca. Rebeccas Laptop, der sich in dem Schlafzimmer befand, wo sie untergebracht ist. Laut den Logs auf dem Laptop hatte Rebecca gestern Nacht gegen 2 eine mehrstündige Telefonkonferenz. Fernsby im Erdgeschoss. Da ist sein Raum. Okay, das muss ich auch noch untersuchen. Also gehen wir jetzt nochmal zurück. Weil hier 1 von 2. Das ist von Rebecca. Okay, wir gehen nochmal zurück. Also hier hin, war. Hier muss doch irgendwas sein. Das ist doch hier Rebecca, oder nicht? Aber wo soll hier noch was sein? Komisch. Did the portrait photographer check out? You verified his identity? I did, sir. It all checked out. Aha. Und da muss ich hier wirklich an den Laptop ran. Machen wir mal hier nochmal. Ich will das natürlich rausbekommen, ist ja klar. Hey, Ron, did Yates mention anything about the Carlyle account? Yes, I'm in England now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlyle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you.
Okay, komm mal mit. Erstmal kurz verkleiden. Ich hoffe, das war jetzt richtig gewesen hier. Das ist aber auch mal laut, wa? So, jetzt sieht man hier ran. Aber erstmal kommt der mit. Naja, sieht so aus, wa? This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Akten, die auf dem Laptop des Anwalts gefunden wurden, sie zeigen, dass Alexa Carlyle die Kontrolle über ihre Besitztümer verloren hat, einschließlich Thornbridge Manor. Mhm. Okay. Okay, die ist jetzt hier in ihrem Haus, oder was? Aber ich kann da bestimmt noch weiter nach oben, oder nicht? Kann ich hier hoch? Aber ich will jetzt noch mal kurz gucken. Hier, das ist die Quittung. Bankmarker. Marker für Rebecca und Mr. Fernsby. Gemeinsam gewähren die Marker jeden Zugriff auf ein Schließfach, das sehr wohl eine Kopie der Fallakte zu Arthur Edwards enthalten genannt. Das ist halt dann bestimmt mit dem Dings, oder? Mit dem, wie heißt das denn? Hier die muss ich alle mal befragen hier. Oh. Na doch, was habe ich denn eigentlich alles? Das ist schon ordentlich, ne? Leichenwagenschlüssel. Kann ich da auch rangehen, oder was? Information, so. Hier. Zachary's Leiche. Was? Abschiedsbrief, der in Zacharys Schlafzimmer gefunden wurde. Er lautet wie folgt: Ich werde von schrecklichen Entscheidungen aus meiner Vergangenheit und ihren allumfassenden Folgen heimgesucht. Alexa war das Floß, das mich über Wasser hielt. Ohne sie kann ich nicht weitermachen. Lebt wohl. Unterschrieben mit Zachary. Schuhe. Bitte. So. 0 von 4. Wo ist denn hier Emma? Richtung Friedhof. Da müssen wir mal jetzt hingehen. Mittleren Etage. Da war ich doch gerade. Hier, Rebecca. Immer noch ein von 2. Verstehe ich nicht. Das Schlafzimmer, in dem Rebecca Carlyle untergebracht ist, das Zimmer liegt auf der mittleren Etage. Ja, bin ich doch gerade hergekommen. Rebeccas Laptop. Mr. Fernsby. Akten des Anwalts. Mr. Fernsby. Büro. Das ist ganz unten. Der Raum ist über den Lagerraum im Personalquartier im Erdgeschoss des Herrenhauses zugänglich. Okay. Also hier in der mittleren Etage muss noch irgendwas sein. Das scheint die mittlere zu sein. Richtung Friedhof. So. Das ist ja hier von der alten. Wo ist der Friedhof? Ist wieder die Zeitung. How can you be so relaxed? I wish you'd take things more seriously. What are you going on about now? This whole situation isn't normal. How do you think it affects Patrick? He must be so confused. I don't like how Alexa's way of running things impacts our son. Patrick, his only concern right now is boredom. He's too young to appreciate the spectacle of mother screwing up. He's worried about something. A mother knows. This concerns his future as well. All this will be his someday. Exactly. He has nothing to worry about. Ach, ich soll die direkt befragen auch, oder was?
Okay, jetzt erstmal nochmal hier hin. Badezimmer. Ich glaube, hier ist es. Also kletter ich jetzt mal hier raus. That door leads to Emma and Gregory's room. Ja, geil. Der hier oder was? Aber der ist dazu. Scheiße. Hier lang? Na, wie soll ich mal reinkommen? Das ist ja kacke. Aber wenn sie das schon sagt, dann komme ich hier nicht rein. Nicht schlecht. Wer spricht denn da? Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Richtung Friedhof. Ja, ist richtig. Aha. Und da liegt dort auf dem Brunnen. Was? Gewächshaus-Schlüsselkette? A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Und wo ist der Schlüssel? Ja, gute Frage. Da ist auch irgendwas. Okay, also am besten in das Gewächshaus gehen. Oh, hier ist was. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. Ui. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. 3 von 4. Schlafzimmer, okay. Also einer fehlt noch. Müssen wir den jetzt hier finden, oder? Die irgendwann gesagt haben vom Gewächshaus. Ich glaube, ich habe ein Gewächshaus gesehen da hinten. Also hier ist nämlich nichts mehr. Gucken wir mal hier kurz. Da ist der Leichenwagen. Das würde mich auch mal interessieren. Da. Nee, das ist der Friedhof. Das ist der Friedhof. Gehen wir hier hoch. Hier eventuell. Guck mal, da war ich schon. Ich glaube, ich muss die auch mal direkt befragen, wa? So wie es aussieht. So, jetzt sehen wir mal zu dem komischen Butler, der da auch irgendwas im Schilde führt. Hier ist auch schon wieder ein Knopf. Ja, aber wie viele geheime Knöpfe sind denn hier? Das gibt's doch nicht, oder? Krass, ey. Could you just give it a rest? I said I'm fixing it, okay? Yeah, what was Ant saying? He said, what a load of bollocks! I've got to go. Talk later. Wer quatscht denn hier? Der da. Aha. Kick mal. Ist eine schöne Harfe. Okay. Muss ich jetzt mit dem sprechen, oder was? Kommen wir hier mal runter. Gucken wir mal, ob wir mit dem sprechen können. Patrick, tatsächlich. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell.
No ambition. Imagine deciding to live. Patrick, der Sohn von Emma und Gregory, ist des Mordes an Zachary verdächtigt. Patrick behauptet zum Zeitpunkt von Zacharys Tod bei Rosie gewesen zu sein. Museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Okay. Er sagt, er habe Zachary teuflisch gruselig gefunden und dass der Tote keinerlei Ehrgeiz besessen habe. Dann fügt er hinzu, der Verstorbene habe eine vielversprechende Karriere aufgegeben, um völlig abgeschieden zu leben. Zum Abschluss mutmaßt Patrick, Zachary könne sich selbst getötet haben oder dass Mr. Fernsby es gewesen sein könnte. Okay. Gut, also den haben wir befragt. Oh, was ist denn hier? Achso, ist die Zeitung, okay. Wir müssen hier wirklich alle separat befragen. Den haben wir befragt, da kann ich gar nicht mehr machen, oder? Nee. Okay, ich bin ja jetzt ganz unten, ne? Hier ist er doch, Mr. Fernsby. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Okay, muss ich erst die anderen befragen. Dann muss ich erst die anderen befragen. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Ich bin jetzt wieder auf der unteren Etage. Ein paar Münzen nehmen. Was denn hier? Was ist das denn hier? Eine Batterie oder was? Guck mal hier. Da ist er doch. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to write. Edward, das mittlere Kind, so und so, sagt, dass er in einem örtlichen Gasthof untergebracht und habe zum Zeitpunkt von Zacharys mit Gregory dort etwas getrunken. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Er ist sich unsicher, ob Zachary sich selbst getötet haben könnte und schlägt vor, dass ich Rebecca frage, weil die beiden ein langes Gespräch miteinander führten. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning, or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy. And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Edward findet sowohl Alexas vorgetäuschten Tod als auch Zacharys scheinbaren Selbstmord verstörend, hat ihm aber nichts hinzuzufügen. Okay. Sehr schön. Guck mal hier, nehmen wir uns die Büste. Ist hier noch irgendwas?
Oh, er hatte mal auch hier ein schönes Zimmer, mein lieber Mann. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. And with caress, that would amaze. Wer spricht denn hier? I clearly remember when I was 5. Ist er das, ja? I climbed a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Of all people, Ach, you der heard liest einen me, Brief and when vor. you saw me, Okay. you climbed the tree. I was relieved that help had finally arrived. Went down immediately. Oh. Said when a grown-up can do Magneten it, sind so so can you, kaputt. Edward. You are 5 and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. I remember this Na gut, hier war ich gerade, aber ich wollte mir hier das... Ist das hier nicht dieses Personalzimmer? Hier. Too busy for my taste. What is it? He turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. We're the new heads of the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory put a stop to that, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behaviour without batting an eyelid. But staying in his mother's bed so soon was just a bit steep, I suppose. And her son Patrick is just as bad. Just look at Rosie. He has no respect. Preying on the girls like that. But he was such a gentleman. Even with coat and all. Okay. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Guck mal hier. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Hier, da was ab, ey. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? I'm getting a headache from all the decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Should I ask her to marry me? What if she says no? And then this big funeral thing tomorrow. It's the last thing I need. You'll be fine, Robbie. Kids are great. What Emma did when she was Tütenzucker. Oh Gott. Elaine, she saw her on the top floor, stroking the door. Okay, sie habe ich auch befragt. Fehlt nur noch die Mutter, wa? Glaub ich. That is the door to Mr. Fernsby's office. Hier oder was? Nee. Hier. Guck mal hier. Aha. Was ist das hier? Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery. Ah. Zachary Carliyles Tagebuch, das sich halb verbrannt im Kamin von Mr. Fernsbys Büro befindet. Im Tagebuch steht, wie sich Zachary und Alexa verschworen hatten, um ihren älteren Bruder Montgomery zu ermorden. Und wie Mr. Fernsby ihnen half, dies als Unfall zu vertuschen. Zachary wurde noch immer von Schuldgefühlen heimgesucht. Und angesichts von Alexas Tod hatte er geplant, sein Verbrechen öffentlich zu gestehen.
Interessanterweise stimmt die Handschrift nicht mit der des Abschiedsbriefs überein, der in Zachary's Schlafzimmer gefunden wurde. 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Painkiller. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Eine Pillendose aus Mr. Fernsbys Büro. Die Pillen sind in größerer Dosis tödlich, doch sie passen nicht zu den Malen an Zachary Carliyles Leiche und können daher nicht die Mordwaffe sein. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Ja, geht noch weiter. Wenn dann alles, oder? Okay. Hier haben wir jetzt alles? Sieht so aus, wa? Okay. Hier waren wir. Jetzt muss ich hier noch zwei finden, weg. Den Typen habe ich da von oben gesehen, der muss auch irgendwie hier unten sein. Glaube ich zumindest. Hier, Munition. Kann ich ja wirklich nehmen. Glas zerschlagen? Nee. Bestimmt nicht. Na nee, hier war ich ja gar nicht. Sie zerreißen nicht auch die Mäuler hier, wa? It's so unfair. She just discovered Zachary's dead body and was all shook up. I tried to tell her that, and do you know what she said? She said, things will change around here. I can promise you that. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madame in the back, and then moving Montgomery to the front. She's not right in her head. Why would she do that? He died almost 50 years ago. Aha. Thank God Madame Carlyle is still alive. Okay. Okay, also hier ist glaube ich nichts mehr. Mary is so upset, as she's never seen a dead body before. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to stick around? Ah, ich dachte, ich habe hier vorhin eine Brechstange gesehen, aber es war ja hier eine Axt gewesen. Ach, guck mal, der Kasten leuchtet auch. Hi there. Da ist ein Stück Holz, Hallöchen. Ich will mal gucken hier mit dem Leichenwagen, was das auf sich hat. Was ist hier? Guck mal, hier liegt was. Was denn nur, Alter? Alter. Guck mal hier, Brechstange. Glück gehabt. Da ist der Eingang. Hier liegt ein Apfel. Oder ein Ball oder so. Okay. Oh Gott. Ist das hier ein Radio? Gehen wir mal hier weiter. War da irgendwo so ein Leichenauto gewesen? Ja, das machen wir auch gleich. Wir erstmal das andere fertig machen.
Irgendwas? Ja. Ah, hier sind die Vögel, na, die müssen auch irgendeine Rolle spielen, ne? Hier. Da ist der Leichenwagen. Habt ihr hier einen Schlüssel für den Leichenwagen oder sowas? Oh. Okay, jetzt müssen wir noch die anderen finden. Und wenn wir mal gucken, wie weit es da nach oben geht, würde ich beinahe sagen, wir müssen hier noch irgendwie ein bisschen klettern oder sowas, wa? Und die bleiben hier auch ständig stehen, ne? Hier ist er doch, oder? Klar. Ach nee. Ich habe gedacht, das ist ja... Da! Das ist er. Hier. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I Das suppose ja it takes nur. our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I... Okay. Rebecca meint, Patrick sei letzte Nacht nach dem Essen verschwunden und können womöglich irgendwelche Ärger haben. Edward und Gregory sind in den örtlichen Pub gegangen, nachdem sie sich schon im Herrenhaus etwas getrunken hatten. Emma fühlt sich seltsam, aber Rebecca weiß nicht, wie sie den Abend verbracht hat. Rebecca selbst behauptet, eine Telefonkonferenz am Laptop in ihrem Schlafzimmer gehabt zu haben, als Zachary verstarb. Rebecca ergänzt, dass Zachary gesprächiger war als sonst und sich für einen Freund nach ihren Verbindungen zu Verlagshäusern saw Mr. erkundigte. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Aha. Ach, das ist ja das, was ich vergiften kann, ne? So, sie auch. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, Das but I got ja an noch. awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? Sie behauptet, mit einer schrecklichen Migräne ins Bett gegangen zu sein, als Edward und Gregory letzte Nacht gegen 20 Uhr noch etwas getrunken hätten. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about Die plants? sprechen alle von Pflanzen. In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad.
I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay. Emma, die Ehefrau von Gregory und Schwiegertochter von Madame Carlyle, ist des Mordes Zachary verdächtig, so und so. Emma sagt, Zacharys Gesellschaft sei stets unangenehm gewesen, weil er sich nur für Pflanzen interessierte. Sie sagt, sie mache Madame Carlyle zumindest teilweise für seinen vorgeblichen Selbstmord verantwortlich, da diese zuließ, dass Zachary zum Eigenbrötler wurde. Zum Schluss meinte Emma noch, sie habe nichts Ungewöhnliches gesehen, mit Ausnahme davon, dass Zachary deprimiert vom scheinbaren Tod seiner Schwester Madame Carlyle war. So, und jetzt ist er noch dran und dann haben wir alle, wa? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Das sind alles hier Kinder, ey. Er behauptet zum Zeitpunkt von Zacharys Tod mit Edward etwas im Pub getrunken zu haben, was ja beschädigt wurde, um Emmas Kopfschmerzattacken und seiner lästigen Schwester Rebecca zu entkommen. Gregory beschreibt Zachary als alkoholischen Einsiedler mit einer Leidenschaft für seltene Pflanzen. Abgesehen davon amüsiert sich Gregory über die offensichtlichen Fehler seiner Mutter und meint, dass er nur die Show genießt. Okay, er hat ein Alibi. Edward hat ein Alibi, ist bestätigt. Sie, die einzige ist sie. Er hat Oriens und er. Das ist bestimmt so klassisch der Butler. Wie geil. Okay, jetzt müssen wir sie also nochmal befragen, oder was? Hier, sie? Oder was? Ah, irgendwas hast du zu verschweigen, wa, Pippi? Ja. Du warst es. Du warst es. Mit dem Butler zusammen. Ihr habt eine Affäre. So. Okay. So, jetzt will ich mal diese komische Fallakte finden. Und ich will wissen, was das mit den Knöpfen auf sich hat. So, ich habe ja alle befragt. Na, dann kann ich doch zum Butler selbst sehen, oder nicht? Gucken wir nochmal hier kurz. Ui. Bin wieder hier? Okay. Wo ist denn der Butler hier? Okay, rein logisch. Die haben alle ein Alibi, außer sie. Zimmer von Zachary. 5 von 6 Hinweisen. Zacharys Abschiedsbrief. 3 von 4. Drei von 3, da war das. Mr. Fernsbys Liste. Das Gewächshaus, ja, da muss ich auch mal hingehen. Also 2 Beweise brauche ich mal. Hier habe ich alles. Hier ist Ena. Ich weiß nicht, was die meinen, wa? Rebecca Carlyle untergebracht ist. Das Zimmer liegt auf. Ja, da war ich doch schon. Mittlere Etage. Wo soll denn da noch was sein?
Was? Bulldoggen-Gehstock? Stimmt, den habe ich schon hochgenommen. Hier, 5 von 6. Das ist da, wo er tot ist. Da muss auch irgendwas sein. Vor allen Dingen, wer liegt denn noch so lange im Bett tot? Was ist denn das hier? Mal wieder der Staub wie du. You should come and stay at my place in London. We can have a come over. Give you some tips. I'm quite happy here, thanks. Ach man, ich gehe jetzt noch mal kurz hoch zu dem Typen, weil ich sehen will, ob ich da irgendwas vergessen habe. Und dann geht man das Gewächs aus. Da ist der Knopf wieder. Kann ich den jetzt drücken? Ne, immer noch nicht. Wann kann ich den denn drücken? Hier ist das doch von Rebecca, wa? Hier. Ja. Aber hier ist nichts mehr. Nee, hier ist gar nichts mehr. Gar nichts. Aber kann ich hier irgendwo hochklettern? Ja, auch nicht. Oder hat die auch eine geheime Tür oder sowas? Nee. Nee, also hier ist nichts mehr. Okay. Das Badezimmer. Ich muss sowieso mal ein bisschen klettern hier, wa? Hätte ich beinahe gesagt. Oh, sie geht jetzt wieder in ihren Raum. Da wollen wir auch mal reingehen, wa? Genau, hier sind ja die beiden Turteltauben. Wo ist denn hier nochmal eine Zachary, der Tote? Da ist der Puschel. Carliyles hier. Ach nee, das ist Rebecca, wa? Gucken wir mal hier nochmal. Hier die Geheimtür. So, und hier liegt da ja nichts. Ne. Oder ist hier irgendwas drin? Betreten? Ne. War hier. Ist auch nix. Ne. Hä? Ach, hier. Ah, jetzt muss ich hier oben ein Buch drehen, damit sie auffällt, okay. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas beobachten können. Ne. Okay. Haufenweise Geheimtüren hier. Mann, Mann, Mann. Ich will mal nochmal zu dem Zachary gehen. Wo ist der denn? Der hier tot war. Hier, wa? Hier. Hier ist auch noch ein Knopf. Das gibt's ja nicht. Schon der dritte. Junge, Junge, Junge. Oh. Was denn du? Hä? Oh nee, warum denn das jetzt? Hä? Hä, was war das denn? Kann ich hier durch? Hey, how are you? Okay. Na komm, gehen wir mal nach oben. Dann gucken wir mal, ob wir hier... I'm sorry, sir. I can't let you through, okay? Please leave the area. Oh, okay, ich darf ja nicht nach oben. Alter, das ist ja behindert. Na komm, dann müssen wir mal hier irgendwie klettern. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Okay, mal kurz hier lang gehen. Aber hier war ich, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, hier war ich schon.
Wo kommt man denn hier hoch, ey? Guck mal da. Gehen wir nach links. Oh. Na gut, so jetzt natürlich auch. Ach, und ins Gewächshaus wollte ich auch mal hin. Aber das ist gut, ich hab hier, kann ich da nach oben gehen. Ja, genau richtig. Oder? Gucken wir mal. Oh. Hier geht's ja bestimmt noch weiter nach oben, oder nicht? Ach, scheiße, das komme ich hier nicht weiter, oder was? Oh, das gibt's ja nicht, ey. Ne, komm hier nicht weiter. Guck mal, hier kann ich runterrutschen. Madame Carlyle. Why else would she have asked that detective to come? Was the plan? Not that Ja, dann legt man die andere Seite durch. Ich muss halt mal irgendwie ganz noch da. Da kannst du bestimmt hinkommen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, damit mich hier keiner sieht. Na, weiter, weiter, weiter. Ja, sehr gut. Oh. Gehen wir doch hier lang. Ah, weiter, weiter, weiter. So. Ich darf ja da nicht nach oben. Nicht mal als Privatdetektiv. Ein bisschen komisch, wa? Guck mal, hier. Nee, hier war ich doch schon gar nicht. Den Laptop? Ja. Ah ja, hier war ich schon. So, weiter geht's. Ja. Hier kann ich dann wieder runter. Das ist schlecht. Oh oh. Muss da hier mal irgendwo noch nach oben kommen. Hä? Jetzt auch nicht weiter. Oder? Oder bin ich... Nee. So, gehen wir hier weiter. Fällt da auf, ey. Nee, das ist mir nicht. Ich hab gedacht, ich fall runter. Oh Gott. Mann. Kann ich hier irgendwo aus dem Fenster? Das ist ja... Ach, hier ist es doch, wo er tot ist. Also muss ich hier noch irgendwas finden. Bin ich ja wieder genau richtig.
Hier ist der Spiegel. Ich denke mal, man kann hier weitergehen, ey. So. Hier mal gucken hier. Spionieren. Nee. Genau, hier lag ja der eine Zettel. Hier lang. Hier kann ich raus. Ah, guck mal hier. Oder? Da kann ich auch hier weitergehen. Ich gehe mal kurz hoch. Oh. Oh. This area is restricted. Okay. Follow me, no questions. Alles klar, Entschuldigung. In case you didn't hear me, good job, good job. Oh, ich will nicht auffallen, ne? I'm telling you again, you follow me or I will shoot you. You're doing really good, sir. Okay, alles gut. That's enough. Show me your hands. Hä, was denn nun, Alter? Ich hab da ja nicht gemacht. Show me your hands. Oh, you brought this. Ich hab da gar nichts gemacht. I don't usually give second warnings. Comply or die. Trust me, I will shoot. 6 out. Engage. Hoorah! The crazy son of a bitch is taking him on hand to hand. Sorry about that. Did that hurt? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Hä, was war denn das jetzt? Also das war so gut gewesen. Ich bin ihm doch hinterhergelaufen. Also das ist ja echt so dumm. Ist das ärgerlich, ey. Wirklich. Meine Fresse. Das ist ja wirklich ärgerlich. Oh Gott, ey. Ich bin ihm doch hinterhergelaufen. Oder nicht? Verstehe jetzt ja nicht sein Problem. Da war ich auf einmal schon mal richtig. Ach Mann, ey. Wirklich ärgerlich, ey. So. Hier lang. Weiß ich ja mittlerweile. Ärgerlich, ärgerlich, ey. Wirklich. So ein Blödsinn. Bin ihm hinterhergelaufen. So, hier lang. So. Kann ich jetzt so hier weiterlaufen? Guck mal, ja, geht. Okay. Dann machen wir das doch. Okay, wo bin ich jetzt hier? Nee. Das ist schon richtig. Ich muss dann irgendwie noch weiter nach oben, wenn das geht. Und war auch Pech, dass sie gerade da war, ne? Tatsächlich. Jetzt bin ich ganz oben. Endlich. Meine Güte. Das hat ja lange gedauert. Da wollte ich da hin. Ich denke, hier ist nämlich auch noch irgendwas. So. Kann man hier schön das. Oh. Eine Schroti. Die lasse ich natürlich stehen. Ja klar. Oh, kick mal, da steht einer. Scheiße. Ich darf ja hier nicht sein, denke ich mal.
Okay. Oh Gott. Oh nee, die kommt schon wieder zurück. Ich hoffe, die sehen jetzt die Blutlache nicht. Oh nee, kommt doch nicht zurück. Mann, 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 Mann. Okay, ist hier irgendwas? Hier. Na, nimm. Okay, sie geht wieder runter. Da, oh, da ist auch so ein Knopf oder so was, wa? Mal hier die ganzen Eier. Komm, die nehmen wir mal auch mit. Und fällt das nicht so auf. So, was ist hier drin? Oh. Und wieder eine Geheimtür. Ey, unfassbar. Das gibt's doch gar nicht, oder? Guck mal, hier kannst du ihn verschwinden lassen. Was ist das denn? Komisches Einhorn. Schon wieder, das habe ich davon schon gehabt, wa? Wo bin ich denn hier? Ach du Scheiße. Oh nee. Ach hier, das ist der Knopf. Ah. Okay. Nein? You shouldn't be here. You're in real trouble now. Oh. Hey you! There's trouble! Scheiße. Ausgerechnet, jetzt muss ich nachkommen. Gibt's da nicht, ey. Guck mal, wo bin ich denn hier? Was ist das denn hier? Kann ich hier irgendwo rauf? Nee. Aha. Ich hab gedacht, hier ist irgendwas, aber anscheinend nicht. Ach du Scheiße, guck dir das an. Nee, ich will wieder nach oben. Ach, die Knöpfe, das sind alle die Geheimdinger. Guck mal, kann ich hier irgendwas machen? Ja, ich kann hier bestimmt irgendwas machen, oder? Hier? In den Kasten? Nee. Dachte. Ich bin ja wieder hier bei Zachary, wa? Nee, bei Emma und Dings bin ich jetzt. Okay, lass mich mal überlegen. Gott, ey, muss ich jetzt wieder hier einmal rum oder was? Aber wisst ihr was, ich mach mal Schluss. Ich beende das mal, was? Seid mir mal nicht böse, sonst würde es wieder extrem lang werden. Ja, megamäßig spannend. Was soll ich sagen? Richtig geil. Wir wurden gerade einmal entdeckt, was keinen Sinn ergeben hat. Das ärgert mich ein bisschen, aber sonst, ja, ist das wirklich ein mega nice Spiel, mein Lieben. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Abo da, ne? Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nämlich im nächsten Video, und zwar morgen. Also macht das gut und habt einen schönen Tag noch.